Vor Tausenden von Jahren, lange bevor die ersten Weltreiche entstanden, soll sich ein Ereignis zugetragen haben, das die Menschheit für immer veränderte. Eine Geschichte, die seit Generationen erzählt wird und bis heute Historiker, Archäologen und Gläubige gleichermaßen beschäftigt. Es ist die Geschichte des Turms zu Babel, eines Bauwerks, das den Himmel erreichen sollte. Der Überlieferung nach sprachen damals alle Menschen dieselbe Sprache. Gemeinsam zogen sie in das Land China und beschlossen, eine gewaltige Stadt zu errichten. Im Mittelpunkt sollte ein Turm stehen, höher als alles, was jemals zuvor gebaut worden war. Doch war diese Geschichte nur eine Legende oder verbirgt sich dahinter ein reales Bauwerk? Wenn dich geheimnisvolle Geschichten aus der Vergangenheit faszinieren, dann abonniere jetzt den Kanal. So verpasst du keine unserer Reisen in die größten Rätsel der Menschheitsgeschichte. Begleite uns jetzt zurück in eine Zeit, in der ein einziger Entschluss die Welt für immer verändert haben soll. Nach der großen Flut, so berichtet die biblische Überlieferung, begann für die Menschheit ein neuer Abschnitt. Die Menschen lebten friedlich zusammen, verstanden jedes Wort ihres Gegenübers und arbeiteten als eine Gemeinschaft. Schließlich erreichten sie eine weite Ebene im Land China, ein fruchtbares Gebiet zwischen den mächtigen Flüssen Euphrat und Tigris. Dort fassten sie einen ehrgeizigen Entschluss. Sie wollten nicht länger umherziehen, sondern eine Stadt errichten, die ihre Macht und ihren Zusammenhalt für alle Zeiten zeigen sollte. Im Zentrum dieser Stadt sollte ein gewaltiger Turm entstehen. Seine Spitze sollte bis an den Himmel reichen, damit ihr Name niemals in Vergessenheit geriet und sie sich nicht über die Erde zerstreuten. Mit Ziegeln aus gebranntem Lehm und Bitumen als Mörtel begannen die Arbeiten. Stein für Stein wuchs das Bauwerk empor. Und niemand ahnte, dass genau dieser Turm schon bald zum Symbol einer der bekanntesten Geschichten der Menschheitsgeschichte werden würde. Tag für Tag arbeiteten unzählige Menschen Seite an Seite. Mit jeder neuen Ziegelschicht ragte der Turm höher in den Himmel und auch die Stadt wuchs unaufhaltsam. Der gemeinsame Traum schien zum Greifen nah. Ein Bauwerk, das alle bisherigen Grenzen übertreffen sollte, entstand mitten in der Ebene von China. Für die Menschen war es mehr als nur ein Turm. Er war ein Zeichen ihrer Einheit, ihrer Stärke und ihres Ehrgeizes. Doch genau dieser Ehrgeiz steht im Mittelpunkt der biblischen Erzählung. Im Buch Genesis heißt es, dass Gott den Turm und die Stadt betrachtete. Die Menschen, die dieselbe Sprache sprachen und gemeinsam handelten, schienen zu allem fähig zu sein, was sie sich vornahmen. Daraufhin, so berichtet die Überlieferung, verwirrte Gott ihre Sprache. Plötzlich verstanden sie einander nicht mehr. Aus einer geeinten Gemeinschaft wurde Verwirrung. Missverständnisse breiteten sich aus. Und die Arbeiten am Turm kamen schließlich vollständig zum Erliegen. Mit dem Abbruch der Bauarbeiten endete jedoch nicht nur der Traum von einem Turm, der den Himmel erreichen sollte. Der biblischen Überlieferung zufolge zerstreuten sich die Menschen in alle Himmelsrichtungen. Aus einer einzigen Gemeinschaft entstanden viele Völker mit unterschiedlichen Sprachen und Kulturen. Seitdem gilt der Turm zu Babel als Symbol für die Entstehung der Sprachvielfalt und für die Grenzen menschlichen Ehrgeizes. Doch genau an diesem Punkt beginnt die eigentliche historische Frage. Handelt es sich bei dieser Erzählung um ein reales Ereignis oder um eine symbolische Geschichte mit einer tieferen Botschaft? Historiker und Archäologen beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit dieser Frage. Tatsächlich gab es im alten Mesopotamien gewaltige Tempeltürme, sogenannte Zikkurate, die den Himmel zu berühren schienen. Könnte einer dieser monumentalen Bauten den Ursprung der berühmten Geschichte vom Turm zu Babel bilden? Genau dieser Spur folgen wir im nächsten Abschnitt. Bei ihren Forschungen stießen Archäologen auf die Überreste eines gewaltigen Bauwerks im Herzen des antiken Babylons, den Zikkurat Etemenanki. Sein Name wird oft mit Haus des Fundaments von Himmel und Erde übersetzt. Schon dieser Name ließ viele Wissenschaftler vermuten, dass genau dieses Bauwerk die biblische Erzählung vom Turm zu Babel inspiriert haben könnte. Nach historischen Quellen soll Etemenanki aus mehreren gewaltigen Terrassen bestanden und eine Höhe von nahezu 90 Metern erreicht haben. Eine beeindruckende Leistung für seine Zeit. Für die Menschen Babylons war der Tempelturm kein Ort des Stolzes, sondern ein heiliger Platz,
an dem Himmel und Erde symbolisch miteinander verbunden wurden. Dennoch gibt es bis heute keinen archäologischen Beweis dafür, dass Etemenanki tatsächlich der Turm zu Babel war. Vieles spricht dafür, doch eine eindeutige Antwort konnten selbst moderne Ausgrabungen bisher nicht liefern. Gerade diese fehlenden Beweise machen die Geschichte bis heute so faszinierend. Während einige Historiker den Turm zu Babel als Erinnerung an den Zikkurat Etemenanki betrachten, sehen andere in der biblischen Erzählung vor allem eine symbolische Botschaft. Sie soll zeigen, dass selbst die größten Bauwerke und die stärkste Gemeinschaft ihre Grenzen haben, wenn Stolz und Selbstüberschätzung die Oberhand gewinnen. Fest steht jedoch, dass Babylon tatsächlich zu den beeindruckendsten Städten der antiken Welt gehörte. Gewaltige Mauern, prächtige Tempel und ein hochentwickeltes Reich machten die Stadt zum Mittelpunkt einer ganzen Epoche. Kein Wunder also, dass sich um Babylon im Laufe der Jahrhunderte zahlreiche Legenden entwickelten. Ob der Turm zu Babel jemals genauso existierte, wie ihn die Überlieferung beschreibt, bleibt ungewiss. Seine Geschichte aber hat die Menschheit über Jahrtausende begleitet und zählt bis heute zu den bekanntesten Erzählungen der Welt. Doch unabhängig von der Frage nach seiner historischen Existenz hat der Turm zu Babel Spuren in der gesamten Menschheitsgeschichte hinterlassen. Künstler, Schriftsteller und Gelehrte ließen sich über Jahrhunderte von dieser Erzählung inspirieren. In Gemälden wurde der gewaltige Turm immer wieder neu interpretiert, in der Literatur als Symbol für menschlichen Ehrgeiz verwendet und in der modernen Kultur als Metapher für Grenzen der Verständigung dargestellt. Auch die Idee der Sprachverwirrung hat bis heute eine starke Wirkung. Sie erinnert daran, wie zerbrechlich Kommunikation sein kann und wie schnell aus Einheit Missverständnis entstehen kann. Der Turm zu Babel ist damit weit mehr als nur eine alte Geschichte. Er ist ein Bild für die menschliche Natur selbst, für den Wunsch, Großes zu erschaffen und für die Herausforderungen, die damit einhergehen. Heute erinnern nur noch die Ruinen Babylons an diese einstige Hochkultur. Südlich des heutigen Bagdad liegen die Überreste einer Stadt, die einst zu den mächtigsten Zentren der Welt gehörte. Archäologische Ausgrabungen haben Teile der gewaltigen Mauern und Fundamentstrukturen freigelegt, die einen Einblick in die Größe dieser Zivilisation geben. Vom sagenumwobenen Etemenanki sind jedoch nur noch wenige Spuren erhalten geblieben. Und doch lebt die Geschichte weiter. Der Turm zu Babel bleibt ein Rätsel zwischen Mythos und Realität. Eine Erzählung, die seit Jahrtausenden Fragen aufwirft und bis heute keine endgültige Antwort kennt. Vielleicht liegt genau darin seine wahre Bedeutung. Nicht in dem, was sicher bewiesen ist, sondern in dem, was er uns über menschliche Träume, Grenzen und den Wunsch nach Einheit erzählt. Wenn dich solche Geschichten interessieren, abonniere den Kanal und begleite uns auf die nächste Reise in die Geheimnisse der Vergangenheit.